Hallo ihr lieben Rapture-Fans und alle, die es werden möchten. Ich bin Ilja und habe heute wieder ein neues Video für euch. Heute soll es um die verschiedenen Aktionen und Reaktionen von Rapture gehen. Wenn ihr bisher noch nicht das vorherige Video zu den Basics wie Line of Sight, Messen und dem Kampfsystem angeschaut habt, holt es unbedingt schnell nach. Dieses Video wird natürlich am vorherigen aufbauen. Im letzten Video haben wir die Aktionen und Reaktionen schon grob angerissen. Alles, was ich bei Rapture machen kann, ist eine Aktion, wie Kampfhandlungen, Interaktion mit Gelände, Ausführen von Fertigkeiten oder Erledigen von Missionszielen. Meine Aktionen und Reaktionen bezahle ich mit den Aktions- und Reaktionspunkten meiner Einheit, die dann zu Beginn jeder neuen Runde wieder aufgefüllt werden. Ich wiederhole nochmal den wichtigsten Grundsatz bei der Durchführung von Aktionen. Jede Aktion muss in sich abgeschlossen sein, auch mit einer zugehörigen möglichen Reaktion, das ist immer 1. Erst wenn eine Aktion vollständig abgeschlossen und komplett abgehandelt ist, darf ich eine andere Aktion ansagen und ausführen. Das müsst ihr immer im Kopf behalten, vor allem wenn es scheinbar eine unklare Spielsituation gibt, zum Beispiel wann welcher Effekt wirkt und wie was in welcher Abfolge passiert. Und dazu gilt natürlich, dass ich auf eine Reaktion nicht wiederum mit einer Reaktion reagieren kann. Der Ablauf zur Ausführung von Aktionen ist ganz einfach. Zuerst sage ich die Aktion an, die ich ausführen möchte. Danach, falls nötig, messe ich die Reichweite. Wenn ich dann nicht hinkomme, nicht so schlimm, ich darf dann etwas anderes aussuchen und machen. Wenn das dann aber passt, darf mein Gegner eine Reaktion ansagen. Danach wird zuerst die Aktion und dann die Reaktion ausgeführt. Zu der Übersicht von Aktionen und Reaktionen, was sie kosten und wie oft ich sie einsetzen kann, habe ich euch schon die Übersicht im Regelbuch auf Seite 63 ans Herz gelegt. Nun erkläre ich euch, wie jede einzelne von diesen Aktionen und Reaktionen funktioniert und was es dabei eben auch Wichtiges zu beachten gibt. Wir fangen dabei mit der klassischsten Aktion an, der Bewegungsaktion. Die Bewegungsaktion kostet mich einen Aktionspunkt und ich darf diese Aktion maximal 2-mal pro Runde ausführen. Eine Bewegung führe ich aus, um mich übers Spielfeld zu bewegen und um so meine Ziele zu erreichen. Beim Tabletop habe ich dabei kein Spielfeld mit Kästchen oder so, sondern bewege mich mit einem Maßband komplett frei über das Gelände. Die Reichweite einer Bewegung verrät mir der Bewegungswert auf der Profilkarte und pro Bewegungsaktion darf ich mich dann eben auch so weit maximal bewegen. Ich darf natürlich auch weniger laufen, wenn ich es möchte. Die verbleibende Reichweite verfällt dann aber und ich darf den Rest nicht zum Beispiel später noch irgendwie nutzen. Um Hindernisse und Gelände laufe ich so, wie ich messe. Flexible Lineale, wie zum Beispiel die man sich selbst von unserer Homepage runterladen und basteln könnte, wie diese hier, sind hier von Vorteil. Ich kann nicht durch andere Einheiten durchlaufen, als wären sie Luft. Um meine eigenen Einheiten muss ich herumlaufen, bei gegnerischen Einheiten bin ich im Nahkampf gebunden, wenn es bei der Bewegung einen Base-to-Base-Kontakt gibt. Auch muss die Base-Breite durch das Gelände hindurch passen, wo ich laufen möchte. Bei der Bewegung durch schwieriges Gelände, über Hindernisse oder Gewässer gibt es Sonderregeln zu beachten, die Geländeregeln werde ich aber in einem anderen Video erklären. Meine Bewegung kann ich prinzipiell überall beenden. Nur auf bestimmten Missionszielen oder NPCs darf ich nicht stehen bleiben und meine Einheit muss als Modell auf dem Spielfeld auch sicher stehen können, damit ich mich dort auch hinstellen kann. Eine Besonderheit ist Platzieren. Wenn diese Formulierung bei zum Beispiel einer Fertigkeit steht und ich meine Einheit irgendwo platzieren kann, brauche ich keine Sichtlinie oder einen Pfad zum Zielpunkt. Ich kann meine Einheit einfach dahinstellen, unabhängig von Wänden, Ebenen, Sichtlinien, Barrikaden oder sonst was, völlig egal. Und das Platzieren an sich ist auch regeltechnisch keine Bewegung. Die nächste Aktion ist der Nahkampfangriff. Eine Nahkampfaktion kostet mich einen Aktionspunkt und ich darf diese Aktion maximal 2-mal pro Runde einsetzen. Ich darf diese Aktion ausführen, wenn ich in einem Base-to-Base-Kontakt bin mit einer gegnerischen Einheit, dann zählen beide Einheiten als im Nahkampf. In den Nahkampf komme ich immer dann, wenn ich bei einer Bewegung die Base eines gegnerischen Modells berühre. Mit Einheiten, die sich im Nahkampf befinden, darf ich keine Bewegungsaktion ausführen, keine Fernkampfangriffe und auch keine Geländeaktionen. In den Nahkampf kann ich auch nicht hineinschießen. Als Ausnahme aber würden auch Schabloneneffekte die Einheiten im Nahkampf treffen und ich kann auch meine Fertigkeiten der Einheit ganz normal einsetzen, auch wenn diese Einheit im Nahkampf gebunden ist. Mein Nahkampfangriff kann immer nur gegen ein einzelnes Modell gerichtet sein. Also alle Würfel, die ich in meinem Profil habe, gehen für diese eine Aktion immer gegen ein einzelnes Modell. Mit dem nächsten Nahkampfangriff kann ich dann aber ein anderes Ziel wählen, sofern mehrere bei mir in Base-to-Base-Kontakt sind. Aber auch da gehen dann wieder alle Würfel, also alle Attacken dieser Nahkampfaktion auf dieses eine Modell.
Wie die Trefferwürfe, der Schaden und die Verwundungen ermittelt werden, habe ich euch schon im letzten Video erzählt, das sollte also euch schon bekannt sein. Die nächste Aktion ist der Fernkampfangriff. Eine Fernkampfaktion kostet mich einen Aktionspunkt und ich darf diese Aktion maximal zweimal pro Runde machen. Ich darf diese Aktion ausführen, wenn ich in meinem Profil eine Fernkampfwaffe habe, und auch mein Fernkampfangriff kann immer nur gegen ein einzelnes Modell gerichtet sein. Also alle Schüsse dieser einen Aktion gehen immer auf das eine Ziel, wofür ich mich entschieden habe. Eine Besonderheit gibt es, wenn ein anderes gegnerisches Modell in die Schusslinie gerät, also im Sichtkorridor steht. Wenn ich dann meinen normalen Trefferwurf mache, gehen alle geraden Augenzahlen auf das eigentliche Zielmodell und das Modell in der Schusslinie, was dazwischen steht, kriegt dann die ungeraden Treffer ab. Diese drei Aktionen, Bewegungsaktion, Nahkampfangriff und Fernkampfangriff, darf ich also jeweils maximal zweimal pro Runde ausführen, aber beliebig untereinander kombinieren. Und zu diesen drei Aktionen gibt es eben auch die entsprechenden passenden Reaktionen. Auf eine Bewegungsaktion eines Gegners kann ich einen Gegenschuss ansagen und auch ausführen, wenn der Gegner mit mir in Base-to-Base-Kontakt kommen will. Der Gegenschuss kostet mich 2 Reaktionspunkte und er funktioniert im Grunde wie ein normaler Fernkampfangriff. Nur passiert der Gegenschuss quasi aus der Hektik heraus, aus dem Affekt, ich ziele dadurch etwas schlechter und so wird mein Fernkampfwert um 1 verschlechtert. Wenn sich also zum Beispiel Kiana mit meiner Noelle in Base-to-Base bewegen möchte, führe ich zuerst einen Gegenschuss aus. Noelle trifft im Fernkampf normalerweise auf die 3+, durch den Gegenschuss dann aber eben auf die 4+. Kiana kann sich auch gegen diese Treffer natürlich verteidigen, aber so kann ich auch eine angreifende Einheit ausschalten, bevor diese überhaupt an mich herankommt. Als Antwort auf einen Nahkampfangriff kann ich wiederum auch einen Gegenschlag ansagen. Der Gegenschlag kostet mich ebenfalls 2 Reaktionspunkte, auch dieser passiert im Gemenge eines Nahkampfs aus der Hektik heraus und deswegen wird auch hier mein regulärer Trefferwurf um 1 verschlechtert. Wenn also Kiana nun meine Eleanor im Nahkampf angreift, führt er zuerst seinen Nahkampfangriff aus. Ich blocke ganz normal dagegen und wenn ich es dann überlebe und Kianas Nahkampfaktion abgeschlossen ist, kann ich mit einem Gegenschlag antworten. Eleanor würde im Nahkampf normalerweise eben auf die 3+ treffen, im Gegenschlag dann logischerweise auf die 4+. Manchmal kann es also auch mal von Vorteil sein, im Nahkampf den Gegner nicht anzugreifen, wenn zum Beispiel mich der Gegenschlag ausschalten könnte und ich aber lieber länger am Leben bleiben möchte, um eben vielleicht noch Siegpunkte am Ende der Runde durch ein Missionsobjekt, was ich trage, zu generieren. Wenn ich es aber im Nahkampf lieber defensiver angehen möchte und wenn meine Einheit auch einen Technikwert hat, kann ich die Reaktion Ausweichen wählen. Diese Reaktion kostet mich einen Reaktionspunkt und klaut meinem Gegner sozusagen Trefferwürfe im Nahkampf, bevor er überhaupt auf meine Einheit zuschlagen kann. Mein Technikwert sagt mir, wie viele Würfel ich zum Ausweichen habe und auf eine 4+ ist das Ausweichen erfolgreich. Diesen Wert muss man sich dann eben auch merken, wie den Blockwert. Wenn also zum Beispiel Kiana eine Nahkampfaktion auf meine Eleanor ansagt und Eleanor Ausweichen als Reaktion wählt, würfel ich zuerst mein Ausweichen mit den 2 Würfeln, die mir durch eben Eleanors Zweittechnik zur Verfügung stehen. Hier habe ich nun einmal erfolgreich ausgewichen, also reduziert sich die Anzahl der Attacken von Kiana um 1 für diesen Nahkampfangriff. Kiana greift mich also nur noch mit 3 Würfeln an, also mit 3 Attacken. Die meisten Einheiten haben 2 Reaktionspunkte pro Runde zur Verfügung, also muss ich mich meistens entscheiden. Wenn ich also weiß, wenn mein Gegner zum Beispiel noch 2-mal im Nahkampf angreifen kann ich entweder auf einen der beiden Angriffe einen Gegenschlag machen oder eben gegen beide Angriffe je einmal ausweichen. Die letzte Reaktion ist Schutz suchen. Wenn ich im offenen Gelände ohne jegliche Deckung frei stehe und beschossen werde, dann kann ich die Reaktion Schutz suchen wählen. Diese kostet mich zuerst einen Reaktionspunkt. Ich kriege dann einen Schutzmarker und lege diesen neben meine Einheit. Diese Einheit hat nun also Schutz gesucht, also sich auf den Boden geworfen, in den Dreck, macht sich möglichst klein, um sich so besser gegen den Beschuss verteidigen zu können. Als Bonus kriege ich dann +1 Widerstand, also ein Würfel beim Blocken gegen Fernkampfangriffe mehr und der gesamte Blockwurf aller Würfel verbessert sich um 1, also von 5+ auf die 4+. Kiana hat in diesem Beispiel also Schutz gegen den Fernkampfangriff von Noelle gesucht und hat so 2 Blockwürfel auf die 4+, um sich gegen den kommenden Beschuss zu verteidigen. Sollte Kiana nun aber liegend im Nahkampf angegriffen werden, wird sein Widerstandswert im Nahkampf halbiert und auch abgerundet. Also der eine Widerstand, den Kiana hat, wird dann also zu 0 Widerstand.
Der Bonus durch Schutzsuchen summiert sich aber auch nicht mit Boni aus möglicher Deckung. Wenn ich Deckung habe, kriege ich normalerweise 2 Widerstand, also 2 Blockwürfel dazu, aber der gesamte Blockwurf bleibt bei einer 5+. Ich kann mich also auch in Deckung auf den Boden schmeißen, also Schutz suchen, muss mich dann aber entscheiden, welchen Effekt ich wähle, Deckung oder Schutz suchen. Wenn ich dann aber Kierna aktiviere und etwas mit ihm machen möchte, muss ich zuerst die Aktion Aufstehen benutzen, bevor ich irgendwas anderes machen kann. Und diese Aktion Aufstehen kostet mich einen Aktionspunkt, dann wird der Schutzmarker wieder entfernt, meine Einheit steht dann also wieder aufrecht und kann weitere Aktionen ausführen. Wenn ich im Nahkampf gebunden bin und mich aus dem Nahkampf lösen möchte, kann ich die Aktion Rückzug ausführen. Obwohl es eine Aktion ist, zahle ich diese Aktion mit einem Reaktionspunkt und zusätzlich mit 3 Moral, die ich auf der Profilkarte entsprechend auskreuze. Man muss sich also hier vorab vielleicht überlegen, ob man zum Beispiel einen Gegenschlag ausführt und beide Reaktionspunkte bezahlt oder sich einen aufhebt, um sich dann eben bei der nächsten Aktivierung lösen zu können. Dann bewege ich meine Einheit mit ihrer halben Bewegungsreichweite in gerader Linie in eine beliebige Richtung von der gegnerischen Einheit weg. Nachdem ich den Rückzug gemacht habe, endet die Aktivierung dieser Einheit aber sofort. Wenn ich dann also zum Beispiel die Initiative haben sollte, in der nächsten Runde kann ich die gelöste Einheit wieder zuerst aktivieren und mich wieder ganz normal bewegen oder schießen. Ich kann mich auch lösen, wenn ich 3 oder weniger Moralpunkte habe, dann muss mir aber bewusst sein, dass meine Einheit dann fliehen wird, da im letzten Moralpunkt Flucht als Malus angegeben ist und ich mit der Einheit eben auch nichts mehr machen kann. Einheiten, die gar keine Moral, also keinen Moralbalken haben, dürfen die Aktion Rückzug auch nicht ausführen, dürfen sich also nicht zurückziehen. Wenn meine Einheit flieht, kriegt sie einen Fluchtmarker und fängt sofort an zu fliehen, lässt also alles stehen und liegen und rennt los mit der vollen Höhe des Bewegungswertes in Richtung der eigenen Spielfeldkante. Das wiederholt sich eben zu Beginn jeder Runde in der Vorbereitungsphase und ich kann mit der Einheit dann auch nichts mehr machen und sie flieht jede Runde weiter, bis sie irgendwann vom Spielfeld rennt und als ausgeschaltet zählt. Ich kann diese Einheit aber retten, indem ich mit einer anderen Einheit in Base-to-Base laufe, dann stellt die fliehende Einheit wieder einen Moralpunkt her, der Fluchtmarker wird entfernt und ich kann wieder ganz normal mit ihr agieren. Die Aktion Brand löschen ist ebenfalls eine Aktion, die mich einen Reaktionspunkt kostet, um sie auszuführen. Diese kann ich ausführen, wenn meine Einheit einen Brandmarker hat oder mehrere. Brandmarker verursachen meiner Einheit am Ende der Runde in der Nachbereitungsphase Schaden und zwar eben so viele, wie die Einheit Brandmarker hat. Danach wird ein Brandmarker abgebaut und entfernt. Die anderen bleiben da und verursachen dann nächste Runde entsprechend wieder Verwundungen. Die Aktion Brandlöschen kann ich dann bei meiner Aktivierung benutzen und so einen Brandmarker abbauen, kriege dafür aber einen Schutzmarker. Also wenn ich brenne, werfe ich mich auf den Boden, wälze mich herum und reduziere so den Brand. Dann gilt aber das gleiche wie bei der Reaktion Schutzsuchen vorhin. Ich muss danach auch erstmal wieder aufstehen und das kostet mich wiederum einen Aktionspunkt. Als weitere Aktion kann ich auch eine Fertigkeit ausführen. Jede Einheit hat ihre eigenen Fertigkeiten, die sind auf der Profilkarte beschrieben. Manche sind passiv und gelten immer, andere muss ich wiederum aktiv wirken. Wie oft ich die Fertigkeit pro Runde machen kann und was sie mich kostet, ist dann jeweils bei der einzelnen Fertigkeit angegeben. Manche brauchen eine Line of Sight oder Reichweite oder ich muss einen Würfelwurf zum Beispiel auf die 3 oder 4 schaffen. Andere darf ich vielleicht einmal pro Runde einsetzen, andere wiederum einmal pro Spiel und auch mal so lange versuchen, bis die Fertigkeit erfolgreich ist. Was die jeweiligen Kosten sind und wie diese gespielt werden, sind im Regelbuch schön in der Tabelle auf Seite 59 aufgelistet. Wenn ich zum Beispiel eine Fertigkeit auf die 4+ versuchen muss und diesen Test nicht schaffe, zahle ich die übrigen Kosten wie einen Aktionspunkt, aber trotzdem und der Versuch zählt auch zum Rundenlimit. Wenn eine Fertigkeit aber ein Ziel benötigt und ich mit der Reichweite nicht hinkomme, darf ich in diesem Fall etwas anderes machen und es entstehen auch keine Kosten wie bei einem Fernkampfangriff, der mit der Reichweite nicht ganz hinkommt. Missionsfertigkeiten gibt es auch, diese haben aber meine Einheiten nicht einfach so. Wenn ich eine bestimmte Mission spiele und mit einem Missionsziel interagieren muss, gibt die jeweilige Missionskarte mir und meinen Einheiten die entsprechende Fertigkeit, ebenfalls mit möglichen Kosten und Limits. So habe ich dann eine Fertigkeit, um zum Beispiel einen Sendemasten hochzufahren, etwas einzusammeln oder Daten auf einen Server hochzuladen. Das bedeutet also auch, dass mein Gegner nie mit meinem Missionsziel interagieren hat, da er oder sie die entsprechende Missionsfertigkeit einfach nicht besitzt. Dazu haben wir noch einige Aktionen, um mit Gelände auf vielfältige Weise interagieren zu können.
Die Aktion Leiter benutzen kostet mich keine Aktionspunkte und ich darf sie unbegrenzt oft ausführen. Immer dann, wenn meine Einheit in Kontakt mit einer Leiter steht. Leitern dienen mir dazu, schnell auf Gebäude oder andere Ebenen zu kommen. Aber zu den Geländeregeln mache ich auch noch ein separates Video. Ihr lauft an eine Leiter heran und ihr dürft sie komplett benutzen, egal wie hoch sie ist. Sollte es beim Gebäude zum Beispiel auch mehrere Ebenen geben, also mehrere Stockwerke, dann dürft ihr euch auch aussuchen, auf welcher Ebene ihr stehen bleiben möchtet. Sollte ein Gebäude einen Aufzug haben, funktioniert er genauso. Sollte das Gebäude aber eine Treppe haben, also ganz normale Treppe, müsst ihr da leider ganz normal hochlaufen mit eurer Bewegungsreichweite der jeweiligen Einheit. Mit der Aktion Tür benutzen könnt ihr durch Türen bei Gebäuden gehen, aber nur wenn das Gebäudeinnere selbst nicht bespielbar ist. Also zum Beispiel bei dem hier jetzt. Es kostet einen Aktionspunkt und ihr müsst dazu in Kontakt mit der Tür stehen, durch die ihr hindurchgehen wollt. Ihr kommt dann an einer anderen Tür desselben Gebäudes raus. Bei Türen und Leitern gilt auch, dass ihr diese nicht benutzen könnt, wenn ein gegnerisches Modell in Kontakt mit ihnen steht. Steht aber am Endpunkt ein feindliches Modell, wird es einfach ein Stück zur Seite gerückt, aber die beiden Einheiten zählen dann als im Nahkampf und es kann in diesem Fall auch kein Gegenschuss auf diese Bewegung in Base-to-Base ausgeführt werden. Verbündete Modelle werden einfach ein Stück zur Seite gerückt, sodass ich meine eigene Einheit dahinstellen kann. Als kleinen Vorgriff zu den Geländeregeln: Ganz wichtig, sprecht euch vor dem Spiel über das Gelände, was ihr benutzen möchtet, ab. Legt zusammen fest, was vielleicht als Tür, als Leiter, Aufzug oder sowas zählt. Dann gibt es da auch keine Missverständnisse. Zu guter Letzt haben wir noch die beiden Aktionen Herunterspringen und Sprung. Herunterspringen kostet mich nichts und ich darf es so oft benutzen, wie ich möchte. Dazu muss meine Einheit an der Kante einer Ebene stehen, wie zum Beispiel hier an der Kante vom Gebäude. Und von dieser Kante kann ich herunterspringen. Hier kann ich aber auch Fallschaden kriegen. Ist die Höhe größer als mein halber Bewegungswert, erhält die Einheit immer 3 Treffer. Von diesen 3 Treffern ziehe ich noch den Technikwert ab und die Treffer, die danach noch übrig bleiben, kann ich aber ganz normal blocken. Was ich nicht schaffe zu blocken, wird zu Schaden und eben auch zu Verwundungen. In der Regel sind es bei 15 cm Bewegungsreichweite, also 7,5 cm, die ich ohne Sorge herunterspringen kann. Bei Rapture gilt ungefähr der Maßstab 2 cm hier am Modell, entsprechen 1 Meter in echt, also sind 7,5 cm knapp über 3 Meter Fallhöhe, also so ungefähr ein Stockwerk. Die Aktion Sprung kostet mich einen Aktionspunkt ohne Rundenlimit. Ich kann sie immer dann benutzen, wenn ich an einer Kante einer Ebene stehe und eine andere Kante auf gleicher Höhe oder tiefer in 10 cm Reichweite ist, plus dem Technikwert meiner Einheit. Dann darf ich auf die andere Seite rüberspringen. Vor dem Sprung muss ich aber noch einen Test würfeln und bei einer 1 schafft meine Einheit den Sprung nicht und fällt runter. Dann gelten die gleichen Regeln wie beim Herunterspringen und ich kann dann ebenfalls Fallschaden kriegen, wenn die Fallhöhe zu hoch ist. Das war also nun ein Überblick über die Aktionen und Reaktionen, die euch bei Rapture zur Verfügung stehen. Gerade bei den Fertigkeiten der Charaktere gibt es aber eine enorme Vielfalt, die alle auf ihre eigene bestimmte Weise funktionieren und euch so einladen, die vielen verschiedenen Einheiten und Charakteren und ihre Fertigkeiten auch auszuprobieren, Synergien zu finden und so euren eigenen Spielstil aufzubauen. Es werden mit der Zeit auch neue Charaktere und Fraktionen erscheinen, die immer mehr neue und aufregende Mechaniken und auch Synergien ins Spiel einbauen und bringen. Die neuen Einheiten für die Fraktionen Atlantis, New World Order und Engel haben wir euch schon auf unseren Social Media Kanälen kurz vorgestellt. Es dauert auch wirklich nicht mehr lange, bis ihr diese in eure Kampfgruppe aufnehmen könnt. Für heute war es das aber von mir. Danke fürs Anschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, folgt uns auf unserem YouTube-Channel und auf Social Media und kommt auch in unser Discord. Die Links dafür findet ihr wie immer in der Beschreibung hier unter diesem Video. Teilt dieses Video gerne an eure Freunde und Bekannte und begeistert so immer mehr Spieler für Rapture. Postet eure Spielberichte immer in unserem Discord-Kanal und benutzt auf Facebook oder Instagram den Hashtag RaptureTheGame. Macht's gut und bis zum nächsten Mal in der Welt von Rapture.